Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 5. Oktober 2015 erschien das Video für die Liebe eines anderen Menschen. Darin gibt Rainer an, verliebt zu sein, allerdings in eine Person, die bereits vergeben ist. Dann demonstriert er, wie er in GIMP zeichnet. Am 6. Oktober streamte er wieder auf YouNow und äußerte sich unter anderem zu dem Pferd Blue und seinem Hamster. Drache, wie geht es deinem Pferd? Ich habe kein Pferd, wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe kein Pferd, ich hatte noch nie ein Pferd. Das Pferd, was bei mir hier in der Nähe ist, das gehört nicht mir, das gehört meiner Mutter. Das ist nicht mein Pferd. Und das interessiert mich ehrlich gesagt, ob es dem Pferd geht. Das ist nicht mein Pferd. Meinem Hamster geht's gut. Junge, du hast keine Ahnung, Metal. Ich höre Sachen im Metal, von denen du in deinem Leben wahrscheinlich noch nie was gehört, weil die so tief in der Szene sind, dass du nur dran saßt, dass du die nur kennst, wenn du dich in der Szene bewegst. Aber die Sachen werde ich hier auch nicht öffentlich irgendwie posten. Zweifelt ruhig an, dass ich kein wahrer Metaler bin. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was Metal wirklich ist, wenn ihr anzweifelt, dass ich kein echter Metaler bin. Metal ist eine Lebenseinstellung und nicht nur irgendeine Musik. Und wer labert, du hast keine Ahnung von Metal, dann hast du selber keine Ahnung, weil du keinen Plan hast von der Scheiße. Metal ist Musik und Freiheit und Leben und Widerstand und Freiheit und Freiheitsdenken. Metal kannst du tun und lassen, was du willst, und das ist der Witz am Metal, weil du kannst eigentlich, es gibt im Metal keine Richtlinien. Hauptsache du schwimmst gegen einen Strom, du stehst alleine, du wirst alleine geboren und du wirst alleine sterben und du wirst dein Leben nur dann richtig führen können, wenn du dein Leben in Entspannung führen kannst. Du brauchst nicht irgendeinen Scheiß hinterherrennen. Mach einfach dein eigenes Ding und mach nicht. Die Hater sind das beste Beispiel dafür. Jeder Hater da draußen, der sich dem Hate verschreibt, ist nicht Metal. Egal, ob er die Musikrichtung hört oder nicht, oder ob er die Musikrichtung liebt oder nicht. Jeder Metaler da draußen, der auf Hater macht, der mich hatet und der die ganze Aktion hatet, die ich mache, dann würde ich einfach mal sagen, ihr habt keinen Plan von wirklichen Metal, weil im Metal müsst ihr selbstständig denken und nicht irgendwie euch irgendeiner Rasse oder irgendeinem Fach oder irgendeinem Zeug unterwerfen, ja. Und das ist das Coole dran, weil wahre Metaler verstehen das. Aber wenn ihr keine wahren Metaler seid, dann laber ich nur Bullshit und ihr habt keine Ahnung von dem, was ich spreche. Und ich habe eine Persönlichkeit und ich zeige meine Persönlichkeit. Das macht mich zu etwas Besonderem. Auch beschwert er sich darüber, dass es auf YouNow nicht genügend Moderatoren gäbe, die Trolle und Hater in seinem Chat sperren, und bezeichnet die Moderatoren auch als faul. Moderatoren, ja, pass mal auf, mein lieber Moderator. Ich streame jetzt seit über einer Stunde, ja? Und ich und einige Leute hier melden seit über einer Stunde irgendwelche Vollidioten, die hier nur Scheiße bauen. Aber kein Moderator sieht sich da imstande, mal herzugehen und diese bestimmten Typen rauszuhauen. Dein Vater hatte AIDS. Das ist genau der gleiche Scheiß. Aber es passiert ja nichts. Ja? Und wenn die Moderatoren auf der Seite nichts tun gegen den Scheiß, wofür sie da sind eigentlich, ja, was bei mir bekannt ist, dass es bei mir immer wieder vorkommt, irgendwann reicht's mir auch mal. Ich renoviere das Haus immer dann, wenn ich Geld habe. Ich mache am Haus permanent irgendwas. Das Haus zerfällt garantiert nicht in sich. So schlecht ist mein Haus nun auch nicht. Mit mir privat schreiben ist eigentlich so gut wie nicht möglich. Auch weil ich aus gutem Grund zu Leuten keinen Kontakt mehr aufbauen möchte, wenn ich die Person nicht real kenne. Du willst mit mir Kontakt aufbauen, komm bei mir real vorbei. Auch am 7. Oktober streamte Rainer wieder auf YouNow. Wenn ich ausraste, mache ich das immer mit Absicht, weil das immer Hater bringt, hätte ich jetzt gesagt, weil das immer Zuschauer bringt. Weil die Leute lieben Streit, das ist einfach so, leider. Am 8. Oktober erschien das Video Top 5 Folge 4 Metal Festival Besucher.
Darin redet Rainer über die verschiedenen Typen von Festivalbesuchern und gibt den Zuschauern den Ratschlag, sich auf Festivals nicht bis zum Tod zu betrinken. Auch versuchte Rainer auf Twitter den Hashtag Drache unbesiegt ins Leben zu rufen. Dann bat er andere YouTuber um Unterstützung und versuchte, Stringtangas mit seinem Logo zu verkaufen. An diesem Tag wurde Rainer auch während eines Streams von Hatern besucht. Daraufhin erschien ein Video, in dem jemand mit dem Alias Hater-Scheuche sich gemeinsam mit 2 Mittätern zu dem Besuch bekennt. Aus dem Video ist ersichtlich, dass die Besuche sich mittlerweile zu einer Art Tradition entwickelt hatten und einige Hater Aufkleber und Graffiti in der Gegend hinterlassen hatten. Auch haben die 3 anonymen Hater einen neuen Lügenschatz bei der Burgruine Schauerberg positioniert. Dann versuchte einer der 3 Hater, Rainer ein Glas selbstgemachte Marmelade zu schenken. Was ist denn heute für ein Verkehr los, Alter? Das gibt's doch nicht, Alter. Ah, schon wieder einer. Ja. Ja, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, Rainer. Dass man mich nicht besuchen darf, habe ich glaube ich 10 Milliarden Mal gesagt. Pack deine scheiß Kamera weg. Das ist aber eigens gekochte Marmelade. Nur für dich. Scheiße, ich glaube, da schmeißt der Rainer mir die Prügel raus. Ja, Mäus. Ich glaube, das war's dann mit mir. Die klingelt halt gerade gar keiner. Da ist jemand hergefahren. Ich bin eine lebende Waffe. Und die Hater lachen wahrscheinlich jetzt, aber lacht ruhig. Wenn ihr mal meinen Fuß im Arsch stecken habt, dann wisst ihr, warum man nicht mehr lacht. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Wenn meine Fans, die hier sind, meine wahren Fans, in Zukunft einmal mehr von mir sehen wollen und mehr Livestreams sehen wollen, dann solltet ihr euch mal ein bisschen mehr für mich mit einsetzen. Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Für heute ist der Stream vorbei. Ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß. Am 9. Oktober lud Rainer das Video Drachenlord Folge 9 Der böse Wolf hoch. An diesem Tag behauptete Rainer auch, in das EMP-Partnerprogramm aufgenommen worden zu sein. Im Stream auf YouNow teilte Rainer sein Wissen über nordische Mythologie mit den Zusehern und beschwerte sich erneut über die Moderatoren. Die Mods machen doch einen Scheißdreck, Alter. Die Mods sind hier völlig überfordert. Die Mods sind hier einen Scheißdreck. Wenn die Mods hier auch nur halbwegs was machen würden, dann wäre der Low-Level an. Ich beleidige keine Mods. Ich beleidige faule Mods. Mods, die hier nichts tun oder die überhaupt nicht hier sind. Ich bin auf YouNow einer der größten Streamer. Es passiert aber so gut wie nie, dass jemand bei mir drinnen ist. Woran liegt es? Daran, dass ich kein Partner bin? Ich finde es echt erbärmlich, dass hier die Moderatoren nichts gegen den ganzen Blödsinn machen. Wo der Support ist, möchte ich auch mal wissen, die Moderatoren. Den Moderatoren scheint es egal zu sein, dass ich hier gehatet werde wie sonst was. Am 12. Oktober erschien das Video Dragon Monday Folge 2 EMP-Partnerschaft. Hier bestätigt Rainer, seinen PC von der Polizei zurückbekommen zu haben und verlautbart nun EMP-Partner zu sein. Eine Partnerschaft mit EMP bestand, wie sich herausstellen sollte, jedoch nie. Rainer war wieder einmal auf Trolle hereingefallen. Am 13. Oktober lud Rainer das Video #FragDrache Matrix steil hoch. Darin impliziert er, dass das Regenbogenschaf daran schuld sei, dass andere YouTuber nicht mit ihm kooperieren wollen. Deswegen hier mal ein Wort an alle meine Kollegen da draußen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mit den Lügenschafen überstanden habe. Aber um ehrlich zu sein, ich habe mittlerweile kein Interesse mehr daran, mit irgendeinen anderen YouTubern, die mich jetzt verstoßen oder mich jetzt ignorieren oder mich jetzt absichtlich selbst noch verarschen,
Ich habe keinerlei Interesse, mit irgendwelchen von euch Pfosten, bitte um Verzeihung, Pfosten, wirklich noch Videos zu machen. Denn ihr ignoriert mich jetzt momentan, ihr haltet mich für einen Vollpfosten. Aber irgendwann werde ich euch alle übergeholt haben. Und dann, naja, schauen wir mal. Auch fuhr Berndian an diesem Tag zu Rainer, um sich seinen Laptop zurückzuholen. Rainer behauptete allerdings, den Laptop schon der Polizei gegeben zu haben. Währenddessen schien Rainer Liebeskummer zu haben. Am 14. Oktober erschien das Video #FragtRache Matrix Reloaded. Darin spricht er sich gegen Drogen aus. Am selben Tag lud Rainer auch Drachenlord Folge 10 Drache in Blade und Star Wars hoch. In dem Video informiert er die Zuschauer darüber, dass er unter seiner Hose keine Unterhose trägt und äußert sich zu den Rechtschreibfehlern in den Titeln seiner Videos. Ach, PS, wenn du es noch wissen möchtest, Rechtschreibfehler in meinen Videos, also in meinen Titeln, mache ich größtenteils mittlerweile schon absichtlich, weil die Leute das von mir erwarten. Das ist mehr oder weniger ein Markenzeichen von mir, auch wenn es mich tierisch abfuckt. Am 16. Oktober zeigte sich Rainer wieder gut gelaunt im YouNow-Stream. Drachenlord ist eine Rolle, Leute. Eine Rolle. Nicht ich. Begreift es mal. Die richtige Person Drachenlord existiert nicht. Es ist eine fiktive Persönlichkeit. Regenbogenschaf werde ich verbrennen und dann seine schmackhafte Leiche verspeisen. Denn ich bin der Drache, der Rainbow Dragon, from all around the world. Best ever from Everway. Ich hab Hunger. Regenbogenschaf, komm mir vorbei, ich brauch Hammerachse. Am 17. Oktober erschien ein weiteres Wahrheitsvideo. Darin redet Rainer über seine Legasthenie und sein ADS. Dann verteidigt er sich gegenüber Anschuldigungen von Pädophilie und Zoophilie. Vom 18. Oktober existiert ein Besuchsvideo. Darin haben Hater an einem Baum bei der Burgruine mit Schlössern versucht, sich zu verewigen, als Ersatz für den Lügenschatz. Dann fuhren sie zu Rainer nach Hause. Dieser schickt sie genervt weg und gibt vor, die Polizei zu rufen. Danach kamen die Hater mit einem Van zurück, auf dem sie mit Klebeband Lülülü geschrieben hatten und parkten vor Rainers Einfahrt. Am 19. Oktober erschien Dragon Monday Folge 3 Darth Vader Kill Me. In dem Video gibt Rainer zu, nicht EMP-Partner zu sein und auf eine E-Mail von Trollen reingefallen zu sein. Am 20. Oktober lud Rainer das Video #FragtRache Schaf auf dem Mond XP locker bleiben Alter hoch. Darin versucht er den Spitznamen Hammelhaxe für das Regenbogenschaf zu etablieren. Das Video wurde von den Hatern gemeldet, doch Rainer berief sich auf das Fair-Use-Prinzip. Am 21. Oktober war Rainer im Stream auf YouNow zu sehen. Unter anderem behauptete er, bei Turnschuhen Schuhgröße 39, bei Springerstiefeln jedoch Schuhgröße 50 zu haben. Auch ging er auf Fragen bezüglich seines Liebeslebens ein. Du laberst doch einen Quatsch. Wie ein Blinder, der von Farben erzählen will. Junge, vielleicht sehen blinde Menschen mehr als jemand, der seine Augen nur mit Hass füllt. Wenn es dir nicht passt, was ich laber, dann geh und laber jemand anderen zu mit deinem Müll. An diesem Tag erschien auch #FragtRache Drachenlord Bandana. Darin äußerte er sich zu seinen bevorzugten Zigaretten und Energydrinks. So, meine erste Frage kommt von der Melanie. Zurzeit ziemlich viele Mädels sind in den Kommentaren, aber dazu kommen wir gleich. #FragtRache, was ist dein Lieblings-Energy-Drink? Deswegen habe ich hier schon die Monsterdose in der Hand. Aktuell trinke ich dieses Monster Punch unglaublich gerne. Das ist Ultra. Am 22. Oktober erschien das Video Drachenlord Folge 11 Anime oder Real, in dem sich Rainer auch wieder zu den wiederholten Vorwürfen der Lüge äußert. Das Gute daran ist, wenn alle glauben, dass man lügt, tja, dann kann man so viel Zeug labern, wie man will, weil es völlig irrelevant ist, ob es die Wahrheit ist oder ob es eine Lüge ist. Weil glauben tut mir sowieso niemand.
Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man von jemandem besiegt wird, der einen geringeren IQ hat als ein Turnschuh? War der geil. Am 22. Oktober, nachdem Rainer offenbar schon seit einiger Zeit mit einem Catfish im Kontakt gestanden war, wurden Chatverläufe inklusive Nacktbildern und Fotos von Rainers Spielzeugen geleakt. Rainer hatte scheinbar versucht, mit seinem Gegenüber eine Art Liebesvertrag aufzusetzen, in dem zum Beispiel regelmäßige Besuche in der Sauna und im Swingerclub sowie ein Mindestwert für sexuelle Interaktionen pro Woche enthalten sein sollten. Generell waren die meisten Hater schockiert angesichts der Diskrepanz zwischen Rainers Forderungen und den Leistungen, die er plante, in der Beziehung zu erbringen. Am 23. Oktober wurde Rainer auf Facebook gesperrt. Abends, am 24. Oktober, streamte Ariella auf YouNow in dem Versuch, ihre gemeinsame Geschichte mit Rainer aufzuarbeiten. Sie offenbarte unter anderem, dass Rainer sie wegen dem Abkleben seiner Tür mit Bauschaum und diverser anderer Vergehen, in die sie teilweise nicht einmal involviert war, angezeigt hatte. Auch soll Rainer, als er sich noch Hoffnungen auf eine Beziehung mit ihr machte, sie zu einem Wochenende in Brüssel eingeladen haben. Obwohl Ariella bereit gewesen wäre, mit ihm zu verreisen, sagte Rainer einen Tag vorher wegen Geldmangel ab. Laut ihr soll Rainer auch zu diesem Zeitpunkt noch Kontakt zu seiner Schwester, jedoch nicht mehr zu seiner Mutter gehabt haben. Auch behauptete sie, am Anruf mit der PC-Computerstimme bei Rainers Schwester beteiligt gewesen zu sein. Mit dem Ende des Streams zog sich Ariella aus dem Drachengame zurück. Am 25. Oktober lud auch das Regenbogenschaf ein Video hoch, in dem es den Ausstieg aus dem Drachengame bekannt gibt. Rainer nahm immer noch fälschlicherweise an, dass ein Großteil des Hates von bestimmten Personen ausging. Doch für jeden alten Hater, der ging, kam stets mindestens ein neuer nach. Die einzige Konstante im Drachengame war Rainer selbst.